Afrika gerät zunehmend unter russischen Einfluss. Neben den Chinesen ist es nämlich besonders Wladimir Putin, der das Machtvakuum in Afrika füllen will. So steht zum Beispiel ein vollständiger Staat mit der annähernd doppelten Fläche Deutschlands, die Zentralafrikanische Republik, quasi vollständig unter russischer Kontrolle. Vor Ort verehrt ein Großteil der Menschen die Russen als Befreier und unterstützt ihren Angriff auf die Ukraine. Und auch in anderen instabilen Regionen Afrikas wenden sich immer mehr Staaten vom Westen ab und feiern Russland als neue Schutzmacht. Doch wie konnte Russland so viel Einfluss in Afrika gewinnen? Welche Strategie verfolgt es damit? Und wie sind die Zukunftsaussichten? All diese Fragen werden wir uns im heutigen Video anschauen. Russland interessiert sich erst seit guten 10 Jahren überhaupt wieder für Afrika und nutzt dabei geschickt seine Kontakte zu ehemaligen Partnerstaaten aus der Sowjetzeit, wie zum Beispiel Südafrika und Angola. Es wurden Handelsverträge geschlossen, bei denen Russland aber im Gegensatz zum Westen keine Fragen zu Menschenrechten oder dem politischen System stellt. Die afrikanischen Staaten waren dabei vor allem an Waffen interessiert, sodass die Waffenexporte nach Afrika mittlerweile fast zur Hälfte aus Russland kommen. Im Gegenzug erhielten russische Firmen oft erleichterten Zugang zu Rohstoffen oder ganze Landstriche wurden direkt an russische Unternehmen verkauft. Und so konnte der Einfluss Russlands stetig ansteigen. Ein Land, in dem dabei die russische Strategie besonders deutlich wird, ist die Zentralafrikanische Republik. Das Land erlangte 1960 seine Unabhängigkeit von Frankreich. In der Zeit danach kam es allerdings immer wieder zu Putschen, Militärrevolten und Umstürzen, wodurch das Land heute trotz seiner Rohstoffvorkommen als eines der ärmsten Länder der Welt gilt. So brach auch im Jahr 2013 wieder ein brutaler Bürgerkrieg in dem Land aus. Und auch die dort stationierten französischen Soldaten schafften es nicht, einen dauerhaften Frieden zu erzielen, weshalb sich der 2016 neu gewählte Präsident an Russland wandte. Russland kam das natürlich sehr gelegen, um seinen Einfluss weiter auszubauen, und es lieferte dem afrikanischen Staat ab 2018 Waffen und es schickte Militärberater. Ein besonders wichtiges Instrument ist dabei die Wagner-Gruppe, eine private russische Sicherheitsfirma, die sich mit ihren Söldnern oft um die schmutzigen russischen Angelegenheiten im Ausland kümmert. So sollen mittlerweile über 1000 Söldner in der Zentralafrikanischen Republik stationiert sein und dort für Recht und Ordnung sorgen. Russland hält also den Machthaber des Landes an der Macht, bildet das Militär aus und vertreibt die Rebellen in die entlegenen Landesteile. Im Gegenzug erhalten die Russen in dem Staat quasi freie Hand und russische Firmen haben ein Monopol auf den Abbau der Rohstoffe des Landes, der dabei von der Wagner-Gruppe gesichert wird. Die Zentralafrikanische Republik ist dabei aber nur einer von vielen Staaten, in denen Russland zunehmend Einfluss gewinnt. Mittlerweile sollen die Söldner der Wagner-Gruppe, die auch als Schattenarmee bezeichnet wird, in 23 Ländern Afrikas aktiv sein. Aber auch außerhalb Afrikas, zum Beispiel in Syrien und in der Ukraine. Und damit sind wir auch schon bei der Strategie, die Putin damit verknüpft. Durch den Einfluss, den Russland durch seine Einsätze in den afrikanischen Staaten gewinnt, schafft er sich Verbündete und durch gezielte Propaganda sieht in vielen Ländern die Bevölkerung Russland als Befreier. Es ist dabei mittlerweile auch ein Propagandakrieg in den sozialen Medien, in dem Russland zunehmend die Oberhand gewinnt. Der zunehmend isolierte Putin gewinnt so Stimmen und Verbündete bei den Vereinten Nationen und kann westliche Staaten wie Frankreich immer mehr aus Afrika drängen. Und die westlichen Staaten scheinen dabei zunehmend mit der Lage in Afrika überfordert zu sein, weshalb immer mehr Truppen abgezogen werden oder von den dortigen Herrschern des Landes verwiesen werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist Mali. Hier wurden die Franzosen 2013 um Hilfe gegen die dschihadistischen Aufstände gerufen und auch Deutschland beteiligte sich an dem Einsatz. 2020 wurde die Regierung allerdings gestürzt und die Demonstranten schenkten russische Flaggen und Porträts von Putin, der nach ihrer Ansicht nun Frieden im Land bringen sollte. Und daraufhin wurde wie so oft die Wagner-Gruppe in das Land geschickt, um die neue Militärregierung zu stützen und im Land für Recht und Ordnung zu sorgen. Frankreich zog sich darauf aus Mali zurück und es wird auch über einen Abzug der verbleibenden deutschen Soldaten diskutiert. Und auch in weiteren Staaten Afrikas zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, weshalb Russland dort immer mehr an Einfluss gewinnt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Russland durch die vielen Rückschläge in der Ukraine aktuell extrem geschwächt ist, weshalb es unsicher ist, inwiefern es sein Engagement in Afrika weiterhin aufrechterhalten kann. Das hielt die Russen aber trotzdem nicht davon ab, vor wenigen Wochen mit Burkina Faso ein weiteres Land aus der europäischen Einflusssphäre zu lösen. Frankreich scheint aber mittlerweile den Ernst der Lage erkannt zu haben und wendet sich nun verstärkt wieder Westafrika zu. So konterte Macron die Afrikareise des russischen Außenministers Lavrov mit einer eigenen Reise nach Afrika und Frankreich versucht mittlerweile aktiv, die russische Propaganda in Afrika zu kontern. Es findet also gerade ein großer Konkurrenzkampf in Afrika statt und es bleibt weiterhin offen, in welche Richtung Afrika schwenkt. Besonders unter dem Einfluss Chinas, von dem wir hier noch gar nicht gesprochen haben und da ja auch weitere Staaten wie zum Beispiel die Türkei und Indien ihren Einfluss in der Region ausbauen wollen. Aber das wäre auf jeden Fall Stoff für ein eigenes Video. Ein weiterer wichtiger Player in Afrika könnte die Ostafrikanische Konföderation werden, ein Staatenbund aus 7 Staaten, die sich bald vereinigen wollen. Auch darüber habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, das ich euch direkt hier verlinke. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.